Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstner, ich bin ja gerade hier am Carrera-Stand. Mein nächstes Video ist mit Michael Huber, der zeigt mir hier auch eine etwas andere Rennbahn, allerdings mit ferngesteuerten Fahrzeugen in klein. Welcher Maßstab ungefähr ist denn das? Der Maßstab 1:43. Das heißt also wie die Carrera Go, aber ohne Spuren und einfach nur ferngesteuert. Da gibt es einen kleinen Handregler, mit dem man steuern kann und dann wahrscheinlich akkubetriebene Fahrzeuge. Korrekt. Und diese Bahnen, gehören die dazu? Diese Schienenteile sind dabei. Also es kommt im Komplettset, wie man es quasi von der klassischen Go-Bahn kennt. Es ist alles vorhanden. Es sind 2 Fahrzeuge dabei, 2 Controller und 45 Schienenteile. Wir haben 2 verschiedene Schienengrößen. Das sieht jetzt hier eher kleiner. Also wir haben 30 kleine Schienenteile und 15 große Schienenteile, um eben einfach ein bisschen Flexibilität dabei zu haben. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Gerne. Da gibt es eine kleine Schikane auch zum Springen wahrscheinlich. Genau, gibt eine kleine Sprungschanze, die man als Dekoteil einfach schnell zusammenbauen kann. Und man kann dann über einen Controller auch 3 verschiedene Speed-Modi einstellen, also die Geschwindigkeit variieren. Geht man eben auf die geringste Geschwindigkeit mit einmal tippen, dann ist es am einfachsten zum Fahren, klarerweise. So, jetzt schauen wir, dass wir das ordentlich hinkriegen dann. Für mich eine Herausforderung mit der Kamera folgen. Ja, ich probiere es einfach ein bisschen langsamer zu fahren. Das ist vielleicht einfacher. Das ist eine Tippgeschwindigkeit, das heißt, man hat hier nur immer die Stufe, die man vorher einstellt und man fährt eben mit der Geschwindigkeit oder gar nicht. Korrekt. Und bei der Lenkung wahrscheinlich auch Vollausschlag oder gar nicht. Genau. Gut, das ist ja ein Einsteiger-Startset, deshalb ist das wahrscheinlich hier auch keine Proportionalsteuerung. Genau. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Übungssache am Anfang. Kann man dann fahren, wie man will. So ein bisschen leichter. Ich versuche Und das Ganze heißt Sonic the Hedgehog. Genau, ist mit der Sonic-Lizenz. Und wann kommt es am Markt? Ist geplant für Q2, also wird zur Verfügbarkeit so Richtung Q3 wird es sein. Sommer, Herbst 2024. Genau. Aber so mit richtiger Proportionalsteuerung haben Sie dann hoffentlich auch was Neues an Fahrzeugen, ein bisschen größer, mit dem man anspruchsvoll fahren kann. Können wir uns da was anschauen? Ja, gern, natürlich. Ja, haben wir auch was, da sind wir neu. Sind wir wieder in das Thema Polizei gegangen. Also ist auch mit Polizeilicht. Schauen wir mal, dass das hoffentlich funktionieren sollte. Sieht dann auch, ist eben mit dem Blaulicht mit dabei. Digital Proportionalsteuerung, 25 km/h, Metallgetriebe. Das ist wirklich so die klassische, hochwertige Carrera-Ausstattung. Ready to run natürlich, mit Akku, alles mit dabei, Batterien inklusive. Also gibt es nichts, was man jetzt so noch dazu kaufen müsste, um zu spielen. Ja, können wir auch vorführen kurz. Also auch ein bisschen driften, das ist eine schöne Sache. Ja, doch ganz flott. Ja. Genau, das haben wir bei dem Modell. Gibt es bei den richtig großen Fahrzeugen auch was Neues? Bei den Expert-Fahrzeugen? Bei den Expert-Fahrzeugen haben wir noch die 2 Modelle wie vom letzten Jahr. Also da gibt es jetzt nichts Die so letztes Neues Jahr vorgestellt worden sind, die jetzt dann eben im Herbst lieferbar waren. Genau. Bis zu 60 km/h schnell. Wahnsinn. Gut, aber ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesehen, Sie haben noch was anderes Nettes. Sie haben eine Nerf-Pistole. Was hat denn die Pistole jetzt mit diesen Schuss-Schaumstoffpatronen
Was hatten die mit dem Fernsteuern zu tun? Das ist ja hier dann bloß ein Schussgerät. Genau, ist so vom ersten Gedanken her, denkt man sich mal, was hat jetzt eine Schusswaffe mit RC zu tun? Ja, ist relativ leicht erklärt. Wir haben hier versucht, die zwei Spielwelten zusammenzuführen. Also es ist natürlich dieses Nerf-Spiel, ist ja was sehr Bekanntes und was sehr Beliebtes bei den Kindern. Und wir haben jetzt versucht, eben diese zwei Spielwelten mit einem RC-Fahrzeug zusammenzuführen. Man hat jetzt zum ersten die Möglichkeit, eben mit dem Controller, das ist aufsteckbar und abnehmbar, kann jetzt hier das ganze Thema im Prinzip verwenden wie eine gewöhnliche Nerf-Pistole. Einfach zum Spielen frei mit der Nerf-Pistole. In welchem Alter spielt man das mit den Nerf-Dingen? Ich bin da schon ein bisschen zu alt dafür. Ja, Nerf hat ja auch verschiedene Altersgruppen. Die haben ja verschiedene Konfigurationen von Waffen. Also das geht an eigentlich bei 4+, 6+ bei Nerf, geht aber dann bis in den Erwachsenenbereich rauf mit der hochwertigen Serie, die sie haben. Man kommt dann eben auch, hat ein Ziel dabei, das ist alles aufsteckbar und abnehmbar. Man kann dann eben zum Beispiel auf das Ziel schießen, muss da in Wahrheit nur den Controller einschalten, mit dem Fahrzeug verbinden, kann dann aber ganz normal auf das Ziel schießen zum Beispiel. Das ist jetzt beim Mockup noch nicht ganz verwendbar. So, schauen wir, sollte eigentlich, genau, ich kann jetzt hier auf das Ziel schießen. Das ja, kennt noch, das ist wahrscheinlich noch ein Vorserienmuster. Genau, ist ein Vorserienmuster, deswegen noch nicht hundertprozentig, dass da alles funktioniert. So, jetzt schauen wir mal. So, jetzt. So, jetzt schauen wir mal, was da das funktionieren wird. So, genau, dann kann man eben auf das Ziel schießen, den Nerf-Darts, und kann das ganze Thema aber auch aufs Fahrzeug umbauen. Kann dann eben mit dem Fahrzeug auch fahren und eben dann mit dem Controller über Fahrzeug auch schießen. Ja, das wäre so das Grundkonzept. Das heißt, ich habe dann, wenn da jetzt Patronen noch drin wären, könnte man das zeigen. Können wir natürlich jetzt leer, auch schon machen, das ist kein Thema. Ja, da können wir auf das Hindernis, das am Boden steht, einfach mal schießen. Genau, das können wir natürlich auch hinstellen. Ja, Waffen ist natürlich immer so eine Sache, eigentlich als Spielzeug, naja. Aber in dem Falle die Nerf-Geschichten, die haben sich ein bisschen eingespielt. Ja, genau. Gut, dann bedanke ich mich bei Michael Huber für die RC-Neuheiten vom Carrera-Stand. Das war's von der Spielwarenmesse und bin gespannt, wie es hier weitergeht, was ich noch zum Sehen bekomme. Sehr gerne.